Überall auf der Welt kursieren Mythen von Monstern und Kreaturen, die in den Schatten lauern. Diese Geschichten sollten ausreichen, um euch der Gefahr klar zu werden, die vor euch liegt. Horrified ist ein kooperatives Spiel, bei dem die Helden zusammenarbeiten, um Rätsel zu lösen und einige der berüchtigsten Monster zu besiegen. Noch mehr Informationen zum Spiel könnt ihr im Regelbuch nachlesen. Bevor es losgeht, schaut euch unbedingt noch das Video zu Horrified World of Monsters an, in dem wir euch den Spielaufbau erklären. Dort zeigen wir, wie ihr ein 3-Personen-Spiel gegen den Yeti und die Sphinx vorbereitet. Seid ihr startklar? Dann können wir jetzt damit beginnen, die Welt zu retten. Wer von euch zuletzt einen Horrorfilm geschaut hat, beginnt. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. Jeder Zug besteht aus 2 Teilen, der Heldenphase und der Monsterphase. In der Heldenphase deines Zuges kannst du maximal so viele Aktionen ausführen, wie auf deinem Plättchen angegeben sind. Zusätzlich dürfen alle Spieler beliebig viele Vorteilskarten ausspielen. In deiner Monsterphase ziehst du eine Karte von deinem Monsterkartenstapel und führst sie aus. Dabei können Gegenstände und Bürger ins Spiel gebracht werden oder Monster sich bewegen und angreifen. Das sind die Aktionen, die du in deiner Heldenphase durchführen kannst. Bewegen. Bewege deinen Helden entlang des Weges zum benachbarten Ort. Dabei darfst du beliebig viele Bürger mitnehmen, die auf deinem Ort stehen. Du darfst einen Ort mit einem Monster sowohl betreten und verlassen, als auch deinen Zug dort beenden. Das könnte dich allerdings während der Monsterphase verwundbarer für Angriffe machen. Leiten. Bewege einen Bürger vom Ort deines Helden zu einem benachbarten Ort oder umgekehrt. Oder von einem benachbarten Ort zum Ort deines Helden. Aufnehmen. Nimm beliebig viele Gegenstände vom Ort deines Helden auf. Lege diese vor dir ab. Es ist ratsam, Gegenstände so früh wie möglich im Spiel aufzunehmen. Tauschen. Alle Helden am gleichen Ort wie dein Held dürfen beliebig viele Gegenstände miteinander tauschen. Ihr müsst dabei nicht 1 gegen 1 tauschen und dein Held muss dabei nicht einbezogen sein. Schwächen. Verwende Gegenstände oder Aktionen, um ein Monster zu schwächen. Bevor du ein Monster besiegen kannst, muss es, wie auf den Monstertafeln beschrieben, geschwächt werden. Um zum Beispiel den Yeti zu besiegen, musst du zuerst die Yeti-Höhle finden. Anschließend kannst du seine Kinder mit der Leiten-Aktion dorthin führen und sie dann auf die Yeti-Tafel stellen. Die Kinder sind keine Bürger und können durch Vorteilskarten nicht angegriffen oder bewegt werden. Besiegen. Benutze einen oder mehrere deiner Gegenstände, um ein Monster zu besiegen. Beachte, dass du zuvor die Schwächung deines Monsters komplett abschließen musst. Um den Yeti zu besiegen, musst du zum Beispiel zuerst alle seine Kinder in die Höhle bringen und dich dann mit deinem Helden am gleichen Ort aufhalten wie der Yeti. Lege dann einen Gegenstand jeder Art ab, um ihn zu besiegen. Wenn du ein Monster besiegen kannst, wird es zusammen mit all seinen Komponenten vom Spielplan entfernt und alle Ereignisse oder Angriffe, die sich auf das Monster beziehen, können von nun an ignoriert werden. Wurde das wütende Monster besiegt, wandert der Wutmarker zum Monster mit dem nächsthöheren Wutwert. Spezialaktion. Jeder Held hat eine Spezialaktion auf seinem Heldenplättchen. Manche Helden kostet es keine Aktion, die Fähigkeit zu nutzen, oder sie können die Aktion nur einmal pro Zug nutzen. Zum Beispiel kann die Ermittlerin in ihrem Zug eine Aktion nutzen, um 2 Gegenstände abzulegen und einen beliebigen Gegenstand aus der Ablage zu nehmen. Ein Versteck enthüllen. Um auf manche Monster zu treffen, musst du ihr Versteck entdecken. Bist du an einem Ort mit einem verdeckten Versteckplättchen, darfst du Gegenstände beliebiger Farben mit einer Gesamtstärke von 3 oder mehr ablegen, um das Versteck zu enthüllen. In der Heldenphase werdet ihr Gegenstände einsammeln, tauschen oder benutzen, um weiterzukommen und Monster zu besiegen. Jeder Gegenstand zeigt einen Namen, eine Farbe,
die den Gegenstandstyp angibt, einen Stärkewert und einen Ort, der angibt, wo der Gegenstand platziert wird, wenn er aus dem Beutel gezogen wird. Die Form, die den Stärkewert umgibt, gibt die Art des Gegenstands an. Sechseckige lila Gegenstände sind Waffen, runde grüne sind magische und quadratische blaue sind weltliche Gegenstände. Dieses Symbol zeigt euch, dass ihr einen bestimmten Gegenstandstyp ausspielen müsst. Schwarz bedeutet, dass ein Gegenstand beliebiger Farbe benutzt werden darf. Wer einen Gegenstand benutzt, legt ihn, falls nicht anders angegeben, auf einen offenen Ablagestapel neben dem Spielplan. Ist der Beutel leer, füllt ihn mit den bereits abgelegten Gegenständen auf. Steckt ihr einmal in der Klemme, sind Vorteilskarten euer bester Freund. Hinweis: Wirst du angewiesen, einen Helden an einen bestimmten Ort zu platzieren, bewegt ihn sofort dorthin. Ihr dürft diese in jedem Zug spielen, egal wer an der Reihe ist. Dafür ist auch keine Aktion notwendig. Tauscht euch zuvor aber am besten über eure Vorteilskarten aus und sprecht euch ab, wann ihr sie nutzen wollt. Legt sie danach offen auf einen Ablagestapel. Ihr beginnt das Spiel mit jeweils einer Vorteilskarte, könnt aber weitere erhalten, indem ihr Bürger zu ihren sicheren Orten führt. Das ist auch wichtig, um sie zu beschützen. Und das bringt uns zur Monsterphase. In der Monsterphase zieht der aktive Spieler die oberste Karte vom Monsterkartenstapel und führt die 3 Bereiche der Karte von oben nach unten aus. Erstens: Gegenstände. Ziehe die oben rechts auf der Karte angegebene Anzahl an Gegenständen aus dem Beutel und lege sie an die jeweils angegebenen Orte. Zweitens: Ereignis. Jedes Ereignis betrifft entweder ein Monster oder einen Bürger. Handelt es sich um einen Bürger, stelle diesen auf das angegebene Startfeld. Handelt es sich um eine Monsteraktion, lies diese laut vor und führe sie aus. Falls es um ein Monster geht, das nicht im Spiel ist, hast du erst einmal Glück gehabt und gehst zum nächsten Schritt, dem Monsterangriff, über. Drittens: Monsterangriff. Befolge die Anweisungen, die ganz unten auf der Monsterkarte angegeben sind, von links nach rechts. Ist zuerst das Wutsymbol abgebildet, wird zuerst das wütende Monster mit dem Wutmarker aktiviert. Denkt daran, dass es immer ein wütendes Monster geben wird. Der Wutmarker wird zwar manchmal bewegt, aber er bleibt immer im Spiel. Gibt es dann eine passende Farbe oder ein passendes Symbol, ist dieses Monster an der Reihe. Manchmal bewegt und attackiert das Monster sogar zweimal. Manchmal passt kein Symbol. Oder es wird ignoriert, weil das Monster schon besiegt wurde. Dieses Abenteuer ist unberechenbar. In der Anleitung findet ihr die Monstersymbole und Farben als praktische Tabelle. Wenn ein Monster angreift, bewegt ihr es um so viele Orte auf den nächstgelegenen Charakter, Held oder Bürger zu, wie auf der Monsterkarte neben dem Fußsymbol angegeben. Falls mehrere Charaktere gleich weit entfernt sind, bewegt sich das Monster stets auf einen Helden statt auf einen Bürger zu. Sind mehrere Helden gleich weit entfernt, entscheidet der aktive Spieler, auf welchen es sich zubewegt. Sobald das Monster einen Ort mit einem Charakter erreicht, bleibt es stehen. Falls das schon zu Beginn seiner Bewegung der Fall ist, bewegt es sich nicht. Bleibt das Monster an einem Ort mit einem Charakter stehen, greift es an. Werft mit so vielen Angriffswürfeln, wie auf der Karte angegeben. Für jedes gewürfelte Ausrufezeichen wird die Macht des Monsters einmal aktiviert. Führt zunächst diese Machtaktionen des Monsters aus, bevor ihr mit dem Rest des Angriffs fortfahrt. Die Macht der Sphinx ist zum Beispiel tödliches Dilemma. Als Gruppe legt ihr 2 Gegenstände gleicher Stärke ab oder rückt den Schreckensmarker um ein Feld nach vorn. Dieses Symbol zeigt einen Treffer an. Wird dein Held oder ein Bürger, der dich begleitet, angegriffen, kannst du dich verteidigen, indem du für jedes gewürfelte Treffersymbol einen Gegenstand ablegst. Kannst oder willst du das nicht? Tja, dann war's das.
Und du bist besiegt. Entferne deinen Helden vom Spielplan und bewege den Schreckensmarker um ein Feld nach vorn. Zu Beginn deines nächsten Zuges stellst du deine Figur auf den Thron der Wiederbelebung. Spielt dann wie gewohnt weiter. Ein besiegter Held behält alle seine Vorteilskarten. Wenn Bürger allein auf einem Feld stehen, werden sie sofort besiegt, sobald sie von einem Monster getroffen werden. Ihr könnt sie nicht durch das Ablegen von Gegenständen retten. Entfernt sie vom Spielplan und rückt den Schreckensmarker um ein Feld nach vorn. Auf den Monstertafeln und in der Anleitung findet ihr weitere Details zu allen Monstern im Spiel. Horrified World of Monsters kann auf 3 Arten enden. Sobald der Schreckensmarker die höchste Stufe erreicht oder der Monsterkartenstapel leer ist, wenn ihr eine Karte ziehen müsst, gewinnen die Monster. Ihr habt zu lang gebraucht, um die Welt zu retten. Oder das Spiel endet, indem ihr alle Monster im Spiel besiegt. Dann habt ihr gewonnen. Und so wird Horrified World of Monsters gespielt. Für weitere Videos schaut auf unserem YouTube-Kanal Ravensburger Games Deutschland vorbei.